Wenn ich heutzutage sehe, wie viele digitale Agenturen aus dem Boden schießen und mittelständischen Unternehmern beibringen wollen, dass digitales Marketing total notwendig ist und dass man Geld darin investieren, dann ist das auf der einen Seite richtig. Aber auf der anderen Seite führt es dazu, dass extrem viel Geld im Mittelstand einfach nur versenkt, verbrannt oder sinnlos ausgegeben wird. Warum? Na, weil diese digitalen Agenturen meistens nicht in der Lage sind, mit ihren Kunden eine Strategie zu entwickeln. Wie kann digitales Marketing erfolgreich sein und wozu ist digitales Marketing überhaupt gut? Bevor du als mittelständischer Unternehmer einen einzigen Cent in digitales Marketing steckst, musst du dich sprichwörtlich auf deinen Hintern setzen und gemeinsam mit einem Partner, und das kann eine Digitalagentur sein oder ein Unternehmensberater oder ein Business Coach, mit dem musst du eine digitale Strategie entwickeln. Was genau ich damit meine und wie das gehen kann, erfährst du in diesen Business Tapas. Mein Name ist Diana Walter und ich bin Business Coach für den Mittelstand. Und ich habe in den letzten Wochen vermehrt mitbekommen, wie die Not der Mittelständler von windigen Agenturen ausgenutzt wird und Geld regelrecht verbrannt wird. Also fangen wir mit der wichtigsten Frage an, die du dir stellen solltest. Wozu brauchst du Marketing? Wozu brauchst du digitales Marketing? Jetzt willst du garantiert antworten, ich muss ja sichtbar sein, ich muss meine Produkte in den Mittelpunkt stellen. Nachvollziehbar. Aber warum willst du das? Beispiel, wenn ich als Business Coach digitales Marketing mache, dann ist mein allererstes Ziel, ich möchte Kunden gewinnen. Wie schaffe ich es, mit meinem digitalen Marketing Kunden zu gewinnen? Naja, ich hangle mich an den 5 Wegen entlang, um Kunden zu gewinnen. Ich muss neudeutsch Leads generieren. Ich muss Interessenten herausfinden aus dem riesigen Zielmarkt. Und die Phase des Interessentengewinns ist das, was digitales Marketing unter anderem für mich machen kann. Digitales Marketing ist eine Möglichkeit der Interessentengewinnung. Interessentengewinnung wiederum unterscheidet sich in Prospects finden und Leads generieren. Also erstens, ich gewinne Prospects. Prospects sind Leute, die zu meiner Zielgruppe gehören. In meinem Fall sind das einfach nur Geschäftsführer. Ich will, dass Geschäftsführer durch mein digitales Marketing erreicht werden. Diese Geschäftsführer sollen dann feststellen, stimmt, ich habe in meiner Firma irgendein Problem. Das kann was mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund sein oder personell oder strategisch oder ein Vertriebsthema oder ein Finanzthema oder was auch immer. Damit sind die für mich Prospects, also jemand, der sich bewusst ist, dass er tatsächlich ein Problem hat. Und dann zweitens Leads. Mein Ziel mit digitalem Marketing ist es, mit diesen Prospects ins Gespräch zu kommen und daraus ein Lead zu machen. Also jemand, der ein Problem hat, der mich kennt und weiß, dass ich es lösen kann. Mein Ziel für digitales Marketing lautet also, ich möchte mit Geschäftsführern aus dem Mittelstand ins Gespräch kommen, deren Problem kennenlernen und überlegen, wie ich es gemeinsam mit dem Geschäftsführer lösen kann. Das ist jetzt mal ein Beispiel für mein Geschäft. Aber wenn du nun als mittelständischer Geschäftsführer ein Produkt herstellst oder eine Dienstleistung anbietest, dann möchtest du ja potenzielle Kunden erreichen, die dein Produkt kaufen sollen, weil sie es gebrauchen können. Also wollen wir Prospects mit digitalem Marketing erreichen. Jetzt kommt das anstrengende Thema Strategie. Wir müssen nun überlegen, mit welcher Strategie wir solche Personen oder Firmen auf unser Produkt, unsere Dienstleistung aufmerksam machen. Also eine Strategie ist nichts anderes als ein Plan, den du machst, um dein Ziel zu erreichen. Du überlegst, welche Schritte du tun musst, um einen noch unbekannten Menschen oder eine noch unbekannte Firma zum Kunden zu machen. Klingt einfach. Und weil es uns einfach erscheint und kostengünstiger ist als TV-Werbung, da haben wir uns jetzt in dem Moment für digitales Marketing entschieden. Wir machen also Werbung und Kommunikation im Internet. Und was haben wir da für Möglichkeiten? Naja, also Social Media, Marketing. Die gängigen Plattformen von Instagram, Facebook, TikTok bis hin zu LinkedIn, die können wir bespielen. Wir können aber auch zweitens Suchmaschinenoptimierung machen. Also das, was man so landläufig mit SEO, Search Engine Optimization, sagt, damit man bei Google bei Suchanfragen ganz oben erscheint. Oder wir machen E-Mail-Marketing. Also du hast eine Datenbank von potenziellen Kunden, Leads, Prospects, schickst denen regelmäßig E-Mails mit Infos oder Angeboten. Oder viertens, wir können auch Influencer-Marketing machen. Also du lässt dich von jemandem Huckepack nehmen, der eine große Reichweite hat und der berichtet dann über dein Produkt und immer mehr Leute sehen das. Oder fünftens, wir machen Online-Werbung. Du bezahlst einfach auf den Plattformen dafür, dass du bei den Suchergebnissen ganz, ganz oben angezeigt wirst. Jetzt wehrt sich schon der Erste und sagt, nö, E-Mail-Marketing kann ich nicht machen oder Influencer gibt es in meiner Branche nicht. Siehst du, wenn du keine auf deine Firma
oder dein Produkt abgestimmte Strategie hast, dann machen diese schönen neuen Agenturen mit diesen jungen Closern, also diesen vorgeschalteten Interviewern, die deine Solvenz beurteilen, die machen dann einfach das, was sie gut können. Aber das passt eben nicht automatisch zu dir, sondern zu deren Geschäftsmodell. Ja, und nächster Punkt, du brauchst eine Messgröße. Du brauchst eine Zahl, ein KPI, ein Key Performance Indikator, um während der Umsetzung der Strategie herauszufinden, was tatsächlich zum Erfolg führt. Also beispielgefällig. Meine Messgröße ist, ich möchte mit meinem digitalen Marketing 5 Konversationen, 5 Gespräche, 5 Kontakte pro Woche machen. Wenn ich also einen Prospekt habe und ich weiß, da ist ein Geschäftsführer, der hat ein Vertriebsthema oder ein Personal- oder ein Finanzproblem, dann muss der Inhalt meiner digitalen Marketing-Sachen genau darauf ausgerichtet sein. Der muss sich eben angesprochen fühlen. Und wenn ich dann mit ihm ins Gespräch komme, wenn er auf meinen Blogbeitrag oder auf meinen Post oder auf meinen Podcast reagiert hat oder in meine WhatsApp-Gruppe gekommen ist und mich dann was fragt und wir so nach und nach ins Gespräch kommen, dann ist es ein Lead. Und dann erst ist es jemand, der wirklich Interesse an meiner Dienstleistung hat. Und dann erst gehen die 5 Wege los, an deren Ende immer der unternehmerische Gewinn steht. Also ich kann nur jeden Unternehmer dazu anhalten, darum bitten oder fast schon dazu zwingen, sich erst auf den Hintern zu setzen und eine digitale Marketingstrategie zu überlegen. Wer sind meine Prospects? Wen will ich als Lead haben? Und wie kriege ich den dann zum Kunden überzeugt durch digitales Marketing? Wenn ich mir als mittelständischer Unternehmer diese Fragen beantworten kann, wenn ich mir ein Ziel setze für mein digitales Marketing, wenn ich weiß, am Ende des digitalen Marketings habe ich 10 Konversationen mit Geschäftsführern pro Woche, die sich wirklich für mein Produkt oder meine Dienstleistung interessieren. Erst dann macht digitales Marketing wirklich Sinn. Und wenn ich mein Ziel mit einer Zahl konkretisiere, wenn ich Maßnahmen definieren kann, die zu dieser Zahl führen, und wenn das Ganze zu meinem Unternehmen und zu meinen Ressourcen passt, wenn ich überhaupt Leute habe, die diese ganze Strategie umsetzen können oder das Geld habe, für diese Strategie zu bezahlen und diese Strategie dann durch andere umsetzen zu lassen, erst dann macht der erste Cent Investition in digitales Marketing wirklich Sinn. Fazit: Wenn du willst, dass digitales Marketing dir dabei hilft, mehr Profit am Ende des Tages zu erzielen, dann brauchst du 2 Dinge. Du brauchst einen Plan und dann kannst du damit deine Marketing-Tools wählen. Und da kann dir natürlich auch die Social-Media-Agentur behilflich sein. Oder du brauchst von Anfang an eine Social-Media-Agentur, die dir hilft, erstmal die Strategie und den Plan zu entwickeln. Also vorher brauchst du keinen einzigen Cent in digitales Marketing zu investieren. Plane erst und gib dann Geld aus. Ihr könnt jetzt auch noch darüber reden, wer aus Sicht meiner Kunden ein Prospect ist. Wenn das potenzielle Kunden sind, dann entwickelt man eine eigene digitale Marketingstrategie zur Kundenentwicklung. Wenn mein Prospect aber der neue Mitarbeiter ist oder der Auszubildende, dann wäre das vielleicht eine digitale Mitarbeitergewinnungsstrategie. Oder wenn ich mich auf den Markenaufbau meines Produktes konzentrieren will, dann wäre das eben eine digitale Markenaufbaustrategie oder. Und was mir zum Schluss noch einfällt, viele denken, dass zum digitalen Marketing auch eine Webseite gehört. Und das ist eigentlich auch richtig. Und viele denken, eine Webseite muss verkaufen. Das ist vielleicht die altmodische Definition und die ist sicherlich auch richtig. Aber eine Webseite kann eigentlich gar nicht verkaufen. Weil du machst ja auch keinen Heiratsantrag, bevor du nicht das erste Date erlebt hast. Also muss die Webseite eigentlich nicht dazu da sein, zu verkaufen, sondern sie muss dazu da sein, zum ersten Date einzuladen. Sie muss also so gestaltet sein, dass du Lust auf das Produkt, die Dienstleistung oder die Firma hinter der Webseite bekommst. Es geht nicht darum, dass du auf dieser Webseite einfach so kaufst. Also gilt natürlich für Online-Shops, aber für ganz normale Firmen-Websites gilt das eben nicht. Aber das ist eigentlich ein Thema für eine extra Business-Tapas-Folge. Haben dir meine Tapas gefallen? Dann like, kommentiere und aktiviere die Glocke da unten, damit du die nächste Ausgabe nicht verpasst. Oder schick mir einfach eine Nachricht, wenn du einen speziellen Themenwunsch hast.